I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to. Another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty, without a machine. Make my coffee, throw a beat on. Go get what I'm owed, and that's just something we agreed on. They said it wouldn't. Sonnenschein. Guten Morgen, liebe Sonne. Was machst du überhaupt hier im Auto? Ich weiß nicht, ich bin einfach am Straßenrand gestanden, arm und verzweifelt, und irgendein komischer mit dem Puma-Auto hat mich abgeholt. Puma? Hey, die Leute haben lange nichts mehr von uns gehört. Warum eigentlich? Hast du dich das gefragt? Warum eigentlich? Weil ich gebrochen bin. Na? Weil ich gebrochen bin. Dieses Leben mit euch Kämpfern hat mich endgültig gebrochen. Ja, das Leben mit einem Kämpfer oder mit Kämpfern ist schon anstrengend. Ja, ich habe jetzt einen Monat lang schwere Depressionen gehabt und konnte kein Video hochladen. Ist okay, dafür gibt es jetzt wieder Neuigkeiten und so. In den letzten Wochen ist eine gute Frage, was ist eigentlich passiert? Ich sollte ja kämpfen im Mai gegen den Brasilianer, gegen Lima bei Fight Club Rush in Schweden. Aber das Management hat den Kampf abgedreht, also abgesagt. Dein Management? Na, sein Management. Weißt, so? Ja, weil ich glaube, die wollen kein Risiko eingehen und ihn, so wie er jetzt ist, in die UFC bringen. Und ja, ist halt nervig, weil das ausgemacht war schon und eigentlich schon seit dem letzten Jahr. Aber strategisch machen die das wieder gescheit. Ja, ja, Michels Kampf haben wir gesehen. Ist einfach richtig scheiße passiert, genau das schierste Szenario. Wenn man den Kampf dreimal von neu laufen lassen würde, wären 3 verschiedene Szenarien dort geschehen. Aber ja, ist halt leider so, MMA ist der undankbarste Sport und da passiert einfach alles. Leo hat wieder die Kurve gekratzt. Leo hat bei der Cage Fight Series gegen einen Georgier gekämpft. Was für eine Aufregung, Leo, Gegner? Das war ein absolutes Chaos, Mann. Also es wurde dreimal der Gegner gewechselt. Jetzt haben wir dann endlich den Georgier bekommen. Bei der Abwaage haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, Hauptsache es ist einer da, der kommt und der bereit ist, gegen Leo anzutreten. Und hier sind wir, Mann. Leo, hast Bock? Du hast so lange nicht kämpft, du musst voll Spaß haben heute. Ja, schau aber nicht so aus. Soll ich dir ein paar Ohrfeigen geben, dass was wird? Was denkst du, wie geht's dem Leo? Leo geht's gut, ich glaube er ist im Fokus, ein bisschen gechillt. Ich glaube ehrlich gesagt, muss ich dir auch sagen, Leo will ein bisschen die Ruhe und wir gehen ihm ein wenig am Arsch. Das ist mein Job, ihn am Arsch zu gehen, was soll das? Ja, das stimmt, aber heute müssen wir ihn besonders gut behandeln. Normal ist es immer umgekehrt, Leo geht uns am Arsch. Das ist schon das 3. Mal, dass ich mit ihm in der Ecke stehe. Ich habe schon vermisst, ehrlich gesagt. Wir haben nur darauf gewartet, dass wir genau das machen. Let's go! Let's go! Let's go! Dana White? Dana White, der Jugo Bruder? Von Büschauer. Hey Marian, was ist los? Was passiert jetzt? Leo kämpft jetzt? Ja, aber auf UFC Fight bist du. Auf Mixed Martial Monkeys, let's go! Der hat bei der Cage Fight Series gekämpft. Endlich, weil es gab schon so viele Probleme mit Leo, dass wir einen Gegner für ihn finden. Weil der Leo halt nicht viele Kämpfer hat, aber doch ein gefährlicher Kämpfer ist. Aber haben es gegen einen Georgier gefunden. Und ja, war spannend die erste Runde. Und dann in der zweiten Runde hat Leo, glaube ich, sein Chi ausgepackt und
Hast du keinen Fangshot überhaupt? Ja, habe ich gesehen. Aber nein, ich habe es nachgeschaut. Hast du für UFC Fight Pass bezahlt? Nein. Ich war bei einem Freund schon. Heißt Und der Freund Craig. Craig Stream. Hey Craig. Was ist noch passiert? Rakic ist in Zagreb, bereitet sich vor jetzt für Blachowicz. Ich habe gestern kurz mit ihm geschrieben und er ist fit wie noch nie. Er ist sowieso immer fit, das wissen wir eh. Aber jetzt ist er noch fitter. Eine krasse Legende war in Wien zu Besuch, hat ein Seminar gegeben, Alistair Overeem. Die meisten, die ihn halt nicht kennen, also die neue Generation, die mit dem Sport jetzt in den letzten paar Jahren angefangen hat, der Typ hat damals in Pride gekämpft und der Typ gehört halt wirklich zur Geschichte dazu, zur MMA-Geschichte, und der hat ein Seminar in Basic gegeben. Du warst dort, oder? Yes. Und wie war's? Was machen wir hier heute? Schäm dich nicht. Er wollte mich nicht reinlassen. Ja, Er ist die Türsteher ich bin heute heute im der Basic. Security und ich passe auf, dass hier alles glatt läuft. Overeem ist da, ich passe auf ihn. Hallo! Wo warst du vorher, wo ich noch nicht müde war, Markus? Jetzt muss ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Das Überleben. Das ist der Bruno. Hey, ich habe ihm gerade erzählt, dass du Badahari-Fan bist. Er sagt, er macht Sparring mit dir. Ich glaube, er hat mein T-Shirt nicht gesehen. Oh, so you're a wrestler now, huh? Don't sit down, don't lie down. It's not good. Stay in your energy because, you know, after the fight, there's still, you know, the cup, the winner, the judges. You have to walk back to the locker room. Imagine you lying like that and you have to still walk to the locker room. Don't look good. But anyway, also for the judges, you want to be like this. You know, fuck it, let's go. Find yourself. Adem, wie fühlt sich das an, wenn du in dein Gym kommst und auf einmal nicht mehr der härteste Eisenschädel bist? Das ist er eh nicht. Wer sagt das? Das ist nicht getestet worden. Ich will ja nichts sagen, aber Alistair hat gesagt, seine Hand ist verletzt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, also, lassen wir das einfach mal so stehen. Das war auch ein bisschen kurzfristig, aber ich finde trotzdem, es war sehr cool. Ich habe auch mit den Leuten geredet, es hat jeden getaugt und ja, ich meine, das Seminar war bei mir im Gym. Mir persönlich taugt das sowieso mehr. Und ja, ich finde ein paar coole Sachen gemacht, wieder ein paar neue Inspirations und Alistair fucking Overeem war bei mir im Gym. Also was gibt es da noch zu sagen? Ja. Seid jetzt Bros? Wir sind Bros. In der Tat, er hat mich schon eingeladen nach Amsterdam und so und wir haben schon eine Connection. Was habt ihr gestern gemacht? Gestern habe ich den Alistair abgeholt und dann haben wir Cevape zerfetzt. Mit Eiweiß und Kaimak und Zwiebel. Ja. Hat ihm geschmeckt. Ja. Also war cool. War cool und jetzt gehen wir auf ein leibendes Schnitzel. Zustande gekommen ist das, er war ja das Wochenende in Innsbruck, hat ein Seminar gemacht beim Hannes Schneider und der Hannes hat mich einfach gefragt, ob ich Bock habe, das in Wien zu organisieren. Danke Hannes, das weiß ich sehr zu schätzen und ich habe natürlich ja gesagt und jetzt sind wir hier. Ja. Alles nass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich mega erschöpft bin, obwohl ich nicht schlagen muss. Aber fragt sie mal, wie es ihm geht.
Der hat nämlich gerade auch eine Wrestling-Einheit hinter sich. Freitag um 16 Uhr. Hey, du sollst trainieren, nicht mit allen quatschen. Jawohl, Entschuldigung. Was ist das überhaupt für Training? Gaspedal drücken. Gaspedal? Nein, das ist Reha. Frag mich nicht, was das ist, aber alles, was Claudia sagt, das mache ich. Ich habe vor 2 Frauen Angst, von meiner Frau und von Claudia, sonst von niemandem. Geht schon wieder Tinder-Matches durch? Sag her mal, Schubert, sag her mal. Nein, Alter, ich habe Freundin. Wir arbeiten gerade an einem Businessplan. Wir arbeiten gerade einen Businessplan. Schubert, der Tinder-Schwindler. Entlarv mich nicht, Alter. Markus, du zerstörst mein Business, du bist Saboteur. Er zwingt uns nicht nur zu Interviews, er macht uns auch arm, dass wir für ihn laufen. Was habe ich davon, wenn du jetzt als Tinder-Schwindler reich wirst? Was habe ich dann von dir? Ich gebe nur 5%. Ja, was hast du davon nicht? Ja, dir? Ich bin Monkey Gang Mitglied, das ist nicht... Ja, aber ich muss dich klein halten, dass du nicht uns zurücklässt. Frag dich eigentlich irgendjemand, wie es dir mal geht? So. Nein, Alter, nie. Markus, wieso kommen nicht mehr Videos? Alter? Die Leute fragen mich schon, Markus, Alter, wann kommt nächstes Video? Mach mal was. Wann ladest du das hoch? Markus, wieso filmst du mich nie? Und ja, wenn mich wieder so viele fragen, wann kämpfe ich da, hey, es wird Zeit. Ja, es ist nicht so, dass ich nicht kämpfen will oder mir Zeit lasse, weil letztes Jahr habe ich mir halt die Rippe gebrochen, wo ich gegen den Lima kämpfen sollte. Jetzt hat er mir abgesagt, jetzt war ich auf der Suche und bald gibt es Neuigkeiten. Ich habe gefrühstückt und jetzt fahren wir zum Jan und ein bisschen Training mit ihm. Ein bisschen genau. Kannst du mal diesen Rassismus beseitigen? Die Leute schreiben immer, oh, wie lustig, Leo ist ein Thai und hat einen Thailänder als Trainer. Warum sind die alle so Rassisten, Alter? Warum sind alle Asiaten dasselbe für die? Ja, da sieht man, dass man eigentlich nur alle Leute nur nach außen in einen Topf reinhaut. Obwohl jeder weiß, Jan ist Oder Chinese. jeder weiß, Jan ist Chinese, Leo ist auch Chinese, nicht Thailänder. Spaß, Alter. Ab und zu ist er Japaner. Leo ist Japaner, Jan ist Koreaner. Ich glaube, niemand wird wissen, wo die wirklich her sind. Hier seht ihr Darko in seiner natürlichen Umgebung. Der erste Wiener Gemeindebezirk. Ganz schön aufgestiegen für irgendeinen Jobber aus dem 5. Schon, gell? Hast du Geld für die Parkgarage? Scheiß 4 Euro die Stunde, Alter. Hast du deswegen auch einmal keine Jogginghose an, weil du im ersten Bezirk bist? Ja, ich muss mich ein bisschen anpassen, weißt du. Ich schaut dich jeder gleich schief an, wenn es mit Jogginghose. Also ich bin mit Jogginghose und wie ein Penner. Aber du bist Diplom-Ingenieur, das geht wieder. Das geht sich wieder aus. Aber ich schaue mich an mit meinen Haaren, mit dem Bart-Jogger. Was machen wir überhaupt hier? Jetzt gehen wir ins Malu. Da treffen wir Jan. Den bösen, eigentlich den gescheiterten Zwilling von Leo. Servus, Markus. Jetzt bist du ein richtiger Sensei. Let it slide. Yeah. I've been putting out these hits, motherfucker. Who you think that I am? It's Mr. Always Overcome when on the brink of a jam. I'll be damned if I don't ever have the power to thrive. I ain't waiting till my flowers arrive. I'll pat my own back. They said it's not the way I took it head on. I ain't go back. Document the journey, check the catalog and Kodaks. Pictures worth 1,000 words. Wrote at least 1,000 words. Multiply that shit by thousands. I've been losing counter words. If we talking about a verse. Ari, was war das für ein Kampf? Wir haben mitgefiebert. So spannend. Ich habe selber mitgeführt, muss ich ganz ehrlich sagen. In der ersten Runde, wenn die 2-3 Sekunden länger gedauert hätte, hätte er mich ausgenockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte ehrlich, dass der Schiedsrichter abbrochen hat, bis ich gecheckt habe, das war die Zeit. Ja, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich ihn noch erholt, da bin ich zurückgekommen und habe das Ganze umgedreht. Dann habe ich ihn richtig paniert, wenn man das so sagen kann. Laut diesem Titel war es der 16. Kampf jetzt da. 11 gewonnen, 5 verloren. Und du bist noch voll aktiv oder hast du einfach gedacht, hey, wenn UFC Fight Pass da ist, dann muss ich... Nein, um UFC Fight Pass ist mir überhaupt nicht gegangen, das habe ich gar nicht gewusst. Und um den Titel eigentlich auch nicht. Jetzt kannst du nicht, Catchfight ist, ich habe gesagt, ich möchte gerne mitmachen, wie schaut es aus, wie stehen die Chancen?
ja, du kannst mitmachen. Habe ich trainiert, 5-mal die Woche. Und Ergebnis sieht man hier. Bin ganz stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Leo, was gibt es heute zur Feier des Tages? McChicken, KFC? Ja, das war die Preisfrage, Mann. Ich würde gerne duschen, er hat so schlimm gestunken, Mann. Nein, wirklich, es war richtig schlimm, Mann. Er hat so wie kennst du das, wenn so jemand 3 Tage einfach nicht duscht? Das war er, Mann. Also, es war primär gut. In der ersten Runde war er einfach zu gierig. Er wollte die ganze Zeit diesen Overhand mit Overhänden oder so. Und in der zweiten Runde hat er sich dann eingekriegt und dann hat er das gemacht, was er am besten macht, und zwar einfach jabben, snipen und die hintere rausfeuern. Ich habe am Anfang gedacht, okay, sein Striking ist ja richtig scheiße. Da habe ich gedacht, er muss sicher gut ringen können. Und dann, aber er war urkräftig, er war extrem kräftig, oder der Typ hat mich festgehalten. Ich habe mir schon so, ja, aber es war auch nicht mein Gewicht. Deswegen, weißt du, was soll ich sagen? Im Ringen, finde ich, war er sehr gut. Er hat sehr gut an der Wand kontrolliert. 2-mal Takedowns kassiert, aber gleich wieder auf. Gleich aus der Position sich Rücken geholt. Dann den Rücken halt nicht gelockt, aber er hat sich sehr gut befreit. Einfach sehr gut gerungen, finde ich. Wo kann man den Kampf sehen? UFC Fight Pass. Auf Mixed Martial Monkeys auch? Nein, leider nicht. Das ist der Scheiß. Wir dürfen nicht. Na, schaut's auf Google, crackt's irgendwo. Tschüss. Gibt's noch Party jetzt? Na, ich will nur gerne duschen. Wir verabschieden dich jetzt von den Leuten, mein Akku ist leer. Jungs, ich liebe euch. Abonniert, liked, folgt, gib Herz, Kriegstrainer.